Herzlich willkommen. Vielleicht kennst du das. Du willst etwas durchdenken, aber du kommst da irgendwie nicht ran. Dein Kopf ist voll, es fühlt sich vielleicht nicht klar an. Oder du spürst, da wäre noch irgendwie mehr zu holen, eigentlich hier in der kleinen Kiste. Aber es ist so, als hätte jemand den Zugang dazu blockiert. Was viele Menschen nicht wissen: unser Denken, unsere geistige Klarheit und unser Verstehen hängt nicht nur von unserem Gehirn ab. Das ist ein weitläufiger Irrtum. Es hängt auch vom inneren Zustand ab, in dem wir uns gerade befinden oder in dem wir uns dauerhaft befinden. Und dieser Zustand wird ganz wesentlich von unserer Geschichte geprägt, vor allem von dem, was wir in unserer Kindheit alles erlebt haben oder eben nicht erleben konnten oder durften. Natürlich gilt das nur, wenn wir jetzt mal aus praktischen Gründen davon ausgehen, dass es eine Vergangenheit gibt. Wenn ein Kind in einem Umfeld aufwächst, das unsicher oder emotional instabil ist, dann stellt sich das Nervensystem darauf ein im Laufe der Zeit. Es wird wachsam oder kontrollierend und übererregt und manchmal erstarrt es auch. Unser Denken wird dabei dann zur Nebensache. Denn wenn unser System Alarm schlägt, das Innere, dann geht es nicht mehr um Verstehen oder um Erkenntnis, sondern es geht um Schutz. Neurologisch weiß man heute, in solchen Zuständen ist die Amygdala, das ist unser, vereinfacht gesagt, Alarmsystem im Gehirn, dauerhaft aktiv. Und das hat direkte Auswirkungen auf den präfrontalen Kortex, also den Bereich, der für klares Denken, Planen und Reflektieren zuständig ist. Das bedeutet, ein Kind kann also vollkommen geistig gesund und intelligent sein, aber trotzdem keinen Zugang dazu haben, weil das System mit etwas anderem beschäftigt ist, mit dem Überleben. Manche Menschen erleben in solchen Phasen auch ein Gefühl innerer Abgeschnittenheit. So als wären sie gar nicht richtig da. Auch das kann eine Folge von anhaltender Überforderung sein. Da gibt es ganz verschiedene Sachen, über die ich gleich noch sprechen werde. Viele Erwachsene sagen dann später, und das habe ich auch gemacht, ich war nie besonders klug oder ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Aber das stimmt oft nicht. Die Intelligenz war da, sie konnte bloß nicht durchkommen, weil das gesamte System in einer inneren Spannung sich befand, die über Jahre hinweg als normal erlebt wurde. Wir kannten es ja nicht anders, jedenfalls die jetzt wissen, wovon ich spreche. Und wenn Denken unter Stress entsteht oder entstehen soll, dann ist es natürlich sehr oft nicht frei, nicht kreativ und gar nicht offen. Das Gegenteil ist dann der Fall. Wir fühlen uns eng, leer oder total abgeschnitten. Aber nicht alle Kinder reagieren auf Unsicherheit mit Denkblockaden. Es gibt auch genau die andere Seite oder Mischform davon. Manche entwickeln in schwierigen Verhältnissen eine fast übersteigerte Wachheit, eine übersteigerte Intelligenz oder Intellekt, sagen wir mal. Die Kinder beobachten genau, denken voraus, analysieren blitzschnell, aber nicht aus Freude am Denken, sondern weil sie gelernt haben, wenn ich jetzt nicht wachsam bin, passiert etwas, natürlich dann etwas Schlimmes. Und diese Art von Intelligenz, was dabei herauskommen kann, ist oft erstaunlich, aber sie hat ihren Ursprung nicht in einer Freiheit, sondern eben in Anpassung. Und manchmal wird dieses frühe Hochleistungsdenken im späteren Leben zu einer rechten Last, weil man immer kontrollieren muss und will, weil das ständig weiterläuft, auch wenn keine Gefahr mehr besteht und weil es einfach keine Ruhe kennt. Also ist hier natürlich dann in dem Fall das Denken auch nicht wirklich frei, sondern eine Art immer noch vorhandener Schutzmechanismus, bloß jetzt in raffinierterer Verkleidung. Und oft wird das eben leider nicht erkannt. Und das ist genau der Grund, warum ich dieses Video heute für dich drehe. Aber egal, ob Rückzug, Aggression, Hyperanpassung oder Hochleistung, all diese Reaktionen entstehen aus derselben Wurzel,
einem Nervensystem, das sich nicht sicher fühlt. Und so unterschiedlich die Formen auch aussehen, sie wirken sich alle auf unsere geistige Offenheit aus. Denn Intellekt ist nicht Erkenntnisreichtum oder Offenheit. Wer innerlich angespannt ist auch, denkt anders. Er denkt weniger spielerisch, weniger frei und weniger verbunden mit sich selbst. Oft spiegelt sich diese Spannung auch im Körper, in einem flachen Atem, verspannten Muskeln, einem ständigen inneren Ziehen oder ständig hochgezogenen Schultern. Das alles beeinflusst, wie offen oder blockiert unser Denken ist. Doch es gibt natürlich auch eine gute Nachricht, das kann sich alles verändern. Was ich dir heute sagen möchte, ist im Prinzip ganz einfach. Es kann alles noch anders werden, sich viel verbessern, auch viele Jahre später. Denn unser Gehirn, und du hast es schon bestimmt x-mal gehört, bleibt ein Leben lang formbar. Das ist die Neuroplastizität, das ist eine Tatsache. Wenn ein Mensch beginnt, sich innerlich sicher zu fühlen, wenn das System nicht mehr ständig Gefahr wittert, dann passiert etwas Bemerkenswertes oder kann etwas Bemerkenswertes passieren. Das Denken wird wieder klar, vielleicht nicht sofort und nicht auf Knopfdruck, aber es wird leichter und gleichzeitig in einer gewissen Weise tiefer. Da fällt mir eine kleine Geschichte übrigens ein, die ich aus meinem sogenannten persönlichen Leben einmal beisteuern möchte. Ich habe an einer Ausbildung zu Gesprächstherapie nach Carl Rogers mal teilgenommen, das ist schon ungefähr 20 Jahre her. Und dann gab es eine kleine Gesprächsrunde, einige wenige Teilnehmerinnen und dann eben 2 Therapeuten. Und dann war ich irgendwann an der Reihe und das war ein Therapeuten-Ehepaar und die Frau fragte mich so, und Dirk, was ist mit dir so? Und ich sagte dann, ich halte mich für dumm. Und dann hielt sie inne und schaute mich an und ich fühlte mich wirklich dann genauso und die anderen Leute im Saal guckten so ein bisschen merkwürdig und dann schaute sie mich sehr streng an und sagte sehr streng, ja, du bist so dumm, dich würde man sogar aus einer Baumschule rauswerfen. Und das hat sie aber jetzt nicht so freundlich gesagt, sondern äußerst streng und überzeugend. Und dann kam aus mir irgendwann ein Widerstand raus, was heißt irgendwann, sofort. Und da habe ich gedacht, also so dumm bin ich auch nicht. Und das war natürlich das, was ich später gelernt habe, das war provokative Gesprächstherapie. Da hat sie dann einfach mit dem Hammer draufgehauen und dann hat sich da was gewehrt und dann ist dieses Gedankenmuster zerbrochen, dass ich dumm bin. Das war eine riesige Hilfe und ich musste dann auch irgendwann selbst lachen und dann fühlte ich mich schlagartig schon etwas sicherer. Das war also wirklich eine tolle Erfahrung. Und das ist auch ein Mitgrund, warum ich dieses Video heute drehe. Weil es eine Monsterbelastung sein kann, wie ich finde, wenn man sich für dumm hält, es aber gar nicht ist. Diese innere Sicherheit bedeutet natürlich nicht, dass alles dann perfekt ist, sondern dass ich aufhöre, mich ständig verteidigen zu müssen, dass ich in mir selbst ein Gefühl finde von, ich bin in Ordnung so, wie ich bin. Ich darf hier sein. Und wenn das geschieht, dann beginnt sich das ganze System zu beruhigen. Und mit dieser Beruhigung kommt der Zugang zurück zu Gedanken, zum Verstehen auch und zu mehr Kreativität. Viele Menschen, auch welche, die ich kenne, die innerlich aufräumen, beschreiben es dann so: Ich kann wieder klar denken. Ich erkenne plötzlich mehr Zusammenhänge. Ich fühle mich viel mehr wie ich selbst. Ich glaube, ich bin intelligenter geworden und das in dem Alter. Das ist natürlich kein Zufall, sondern die Folge davon, dass die innere Spannung nachlässt. Und auch äußere Einflüsse, wie Leistungsdruck oder ständige Bewertung, verlieren dann ihren Zugriff auf dich. Wie kann man es kurz sagen? Innerer Frieden macht unabhängiger. Es gibt auch eine spirituelle Dimension von Intelligenz. Wenn man das Ganze von einer tieferen Ebene aus betrachtet, wird noch etwas anderes sichtbar. Intelligenz ist nicht nur eine kognitive Fähigkeit, sie ist auch ein Ausdruck dessen, was wir in unserem Kern sind. Sie zeigt sich also nicht nur im Denken, sondern auch im Wahrnehmen, in der Herstellung von Verknüpfungen, Verbindungen, im Verstehen ohne Worte.
Wenn ein Mensch wirklich in sich ruht, wenn er nicht mehr kämpfen muss, dann beginnt etwas durchzuscheinen, das viel tiefer ist als logisches Denken. Es taucht auf eine stille, wache Präsenz. Und genau darin liegt für mich die eigentliche Form echter Intelligenz. Nicht im Beweisen, sondern im Durchschauen. Du durchschaust es, nicht im ständigen Überlegen und ständigen drüber nachdenken und grübeln, wie geht das, wie war das, sondern im ganz klaren, einfachen Erkennen. Und etwas Realismus schadet hier natürlich nicht. Denn natürlich heilt nicht alles einfach sofort so. Und manche Verletzungen, die wir erlitten haben, sitzen sehr tief. Aber ich habe es auch schon erzählt, ich habe in meinem eigenen Leben es gesehen und bei vielen anderen auch, dass es möglich ist, wieder voll in Kontakt zu kommen mit dieser Klarheit und durch das Auflösen von innerem Druck kann es geschehen. Ich nenne es ja immer das innere Aufräumen. Bitte tu das, wenn du eine Möglichkeit hast. Natürlich kann und will ich hier keine Versprechen machen, aber du darfst hier schon mal wissen, es ist möglich und so gesehen kann man sagen, ist der Dirk-Typ hier der lebende Beweis. Vielleicht hast du Lust für eine kleine Übung noch. Und das ist ein bisschen strange, aber wenn du magst, nimm dir jetzt mal einen Moment Zeit und dann leg mal eine Hand auf deinen Hinterkopf. Ich mache das mal vor. Dort, wo der Schädel leicht abfällt. Und wenn du möchtest, sag innerlich, also nicht laut, das ist nicht nötig, ich muss nichts leisten, ich darf klar denken, ich darf mich öffnen. Und das Wichtigste, ich darf hier sein. Bleib einen Moment so, spüre die Ruhe, spüre den Raum, den Inneren und manchmal reicht das schon, um etwas in Bewegung zu bringen. Kannst dir mal tun, wenn du nicht jetzt vorm Video sitzt. Also wenn dein Denken blockiert war, dann liegt das vielleicht nicht an dir, sondern einfach nur an dem, was zu viel war. Und was sich löst, jetzt oder bald, muss nicht durch etwas anderes ersetzt werden. Denn deine Klarheit, die du vielleicht noch suchst, war nie weg. Sie war nur etwas verborgen, verschüttet. Und wenn sie wieder sichtbar wird, dann ist das kein Wunder, vielleicht ein kleines, sondern etwas ganz Natürliches. Solltest du merken, dass dieses Thema etwas berührt hat und du vielleicht den Wunsch nach Unterstützung spürst, dann findest du unten im Beschreibungstext des Videos einige ausgewählte Adressen und Anlaufstellen. Kannst dir mal reinschauen, denn wer kann nicht Hilfe gebrauchen? Alles Liebe und bis bald.